Hallo und herzlich willkommen zu einem Anleitungsvideo von Kikos Strickschule. Heute möchte ich euch zeigen, wie ich diese Armstulpe im Wellenmuster, so habe ich das genannt, stricke. Und genau, ich bin dabei, die Anleitung zu schreiben, aber irgendwie tue ich mich damit im Moment ein bisschen schwer. Und da ich die noch nicht fertig habe, zeige ich euch hier einmal die Strickschrift. Die könnt ihr dann entweder vom Bildschirm abstricken oder ihr macht einen Screenshot oder ihr druckt das aus, wie auch immer. Auf jeden Fall sind die blauen Teile, das sind oben und unten 3 Runden einfach im Bündchenmuster und dazwischen der weiße Teil im Prinzip von Runde 4 bis Runde 18, das ist das Muster. Und genau, genau, also ich halte es nochmal still bis Runde 14 und dann nochmal den oberen Teil. Genau, und ihr seht, es gibt insgesamt 4 verschiedene Zeichen. Es gibt leere Kästchen, Punkte, Schrägstriche und die Kreise, das sind die Umschläge. Genau, und jetzt fange ich einfach mal an zu stricken, dann wird das, glaube ich, alles ein bisschen einfacher und übersichtlicher. Die Strickschrift hat 16 Maschen und die Anleitung ist so aufgebaut, dass ihr auf jeder Nadel 16 Maschen anschlagt. Das heißt, bei dem dicken Garn sind es dann 3 Nadeln. Und wenn man die Stulpe in dünnem Garn aus Lacegarn strickt, das sieht dann so aus, dann hat man 4 Nadeln mit jeweils 16 Maschen. Aber dadurch, dass man auf jeder Nadel genau eine Chartwiederholung strickt, ist das eigentlich ganz schön übersichtlich. Und diese ersten 3 Runden sind einfach im Bündchenmuster. Was ein bisschen ungewöhnlich ist, ich habe mit einer linken Masche angefangen, weil das dann besser nachher zu dem Muster passt. Und damit ist auch schon, hat sich das geklärt, dass der Punkt in der Anleitung ist eine linke Masche und die leeren Kästchen sind rechts verschränkte Maschen. Also nicht normale rechte, sondern hinten eingestochene rechte Maschen. Das zeige ich aber gleich nochmal. Und die Runde 4 fängt dann mit einem Kringel, also einem Umschlag an. Das heißt, ich gehe einfach mit der Nadel um den Faden, mache einen Umschlag und dann kommt dieser Schrägstrich. Und der Schrägstrich heißt, dass man 2 Maschen rechts verschränkt zusammenstrickt. Und das heißt, dass ich nicht wie sonst beim Rechts zusammenstricke von der zweiten Masche herkomme, sondern ich gehe von rechts erst in die erste, dann in die zweite Masche rein, gehe nach hinten raus und stricke diese beiden Maschen zusammen. Dafür muss ich den Faden dann auch mitnehmen, aber das wird euch bestimmt auch manchmal passieren, dass der abrutscht. So, jetzt habe ich den Faden durch diese beiden Maschen gezogen. Das heißt, ich habe jetzt einen Umschlag gemacht und ich habe 2 Maschen rechts verschränkt zusammengestrickt. Der Rest der Nadel wird dann im Muster gestrickt und das ist genau auch das, was ich während des Bündchens gemacht habe. Das heißt, im Wechsel eine links, eine rechts verschränkt und jetzt seht ihr das, dass ich beim rechts verschränkt stricken von rechts in die Masche reingehe, hinten rauskomme und dann wie zum Rechtsstricken den Faden von hinten nach vorne hole. Das heißt, ich gehe bei dieser Stulpe immer in meine Maschen von rechts rein. Einmal gehe ich von rechts rein und hole den Faden von hinten nach vorne und einmal gehe ich rechts hinter dem Faden in die Masche und hole den Faden, das war nur ein Teilfaden, von vorne nach hinten. Und dann wiederhole ich das Muster bei dieser Wollstärke genau 3 Mal. Das war jetzt die erste Nadel und jetzt kommt genau das gleiche nochmal. Das heißt, ich fange an mit dem Umschlag ganz zu Anfang, dann kommen diese beiden rechts verschränkt zusammengestrickten Maschen. So sind die beiden zusammengestrickt. Dann kommt eine linke, eine rechte und so weiter und so weiter. Ihr könnt natürlich die Bündchen auch deutlich länger machen, wenn ihr wollt. Ich habe jetzt nur so 3 Runden gemacht, dass man so eine kleine Kante hat. Theoretisch könnte man das ganz weglassen und gleich mit dem Muster beginnen. Und andererseits kann man natürlich auch 10 Runden, 20 Runden Bündchen stricken und dann mit dem Muster anfangen. Also das ist natürlich wie immer bei Strickanleitungen nur ein Vorschlag und kein Gesetz. Ich habe wieder einen Umschlag gemacht. Ich gehe von rechts in die ersten beiden Maschen auf meiner Nadel, stricke die zusammen und stricke den Rest der Nadel im Muster. Genau, und das gleiche, was für das Bündchen gilt, dass man das beliebig lang oder kurz machen kann, das gilt natürlich auch für das Muster. Man kann eine Wiederholung des Charts stricken und dann direkt wieder Bündchen stricken oder man kann das so oft wiederholen, wie man will.
So, das war jetzt die erste Musterreihe und jetzt fängt die zweite Musterreihe an. Jetzt gucke ich ganz kurz auf meinen Chart und der Chart fängt immer mit einem Umschlag an, aber die beiden rechts verschränkt zusammengestrickten Maschen, die wandern immer weiter nach hinten auf der Nadel. Das heißt, ich habe jetzt den Umschlag, mit dem es immer anfängt, und jetzt muss ich den Umschlag links abstricken und das wechselt. Der wird mal links und mal rechts abgestrickt, damit es in diesem Rippenmuster bleibt. Also jetzt stricke ich den Umschlag links ab. Also ich habe in meinem Chart einen Kringel für den Umschlag, dann einen Punkt für die linke Masche und dann kommt der Schrägstrich für die zwei rechts zusammen zu strickenden Maschen. So, und danach kommen dann wieder Punkte und leere Kästchen für das Grundmuster. Und da muss man dann aber wirklich nicht weiter nachdenken, weil man einfach immer die rechts verschränkten Maschen rechts verschränkt abstrickt und die linken Maschen links. Und aufpassen muss man wirklich nur eigentlich bei dem zwei Maschen zusammenstricken und wie man den Umschlag abstrickt, weil der Umschlag selbst ist ganz einfach, weil der einfach immer vorne als erstes pro Nadel kommt. So, jetzt habe ich die erste Nadel gestrickt. Jetzt kommt wieder Umschlag und jetzt stricke ich den vorhandenen Umschlag der Vorreihe links ab und stricke wieder zwei Maschen rechts verschränkt zusammen. Wie gesagt, also die Platzierung der zwei Maschen rechts zusammenzustricken, das ist zwar einerseits das Einzige, worauf man achten muss, andererseits, wenn man das Muster ein bisschen gestrickt hat, dann kriegt man auch ein Auge dafür, wo diese Abnahme sitzt und wie die schräg rüberläuft, und auch das ist dann ganz einfach. Und dann muss man eigentlich nur aufpassen, wie man den Umschlag abstrickt. Aber da das auch im Muster passiert, ist auch das nachher ganz einfach. Und wenn man einmal eine Musterwiederholung gestrickt hat, dann ergibt sich der Rest eigentlich von selber. Und wenn man nachher dann vom Muster wieder zum Bündchen wechselt, dann ist es eben auch ganz einfach, wenn man dann alle rechten rechts und die linken links strickt und dann im Muster ein beliebig langes Bündchen strickt. Und dann ist die Stulpe auch schon fertig. So, ich bin jetzt bei der dritten Nadel meiner zweiten Musterreihe. Das heißt, jetzt kommt noch gleich die dritte Runde und ich vermute, dann werde ich das auch hier schon beenden gleich, weil das dann, wie gesagt, so einfach ist. So, jetzt hier sehe ich, dass meine Runde anfängt. Maschenmarker platzieren bei diesem Muster ist relativ schwierig, weil man aufgrund der Umschläge wandert der Maschenmarker immer hin und her oder man müsste ihn jedes Mal rausnehmen und hinter den Umschlag setzen. Da kann man sich dann eher hier die Masche selbst markieren, dass man den Anfang sieht, aber gerade zu Anfang geht das auch über den Faden. So, wie gesagt, die Umschläge werden abwechselnd rechts und links abgestrickt und rechts wird immer verschränkt gestrickt. Das heißt, den Umschlag jetzt stricke ich rechts verschränkt ab. Das heißt, ich gehe hier hinten rein, stricke die rechts ab. Dadurch verdreht sich der Umschlag, das Loch wird ein bisschen kleiner, aber so ist das im Muster vorgesehen. Die linke Masche bleibt links und hier sieht man jetzt auch im Prinzip schon, wie die Abnahme so rüber wandert. Und jetzt stricke ich wieder zwei Maschen rechts verschränkt zusammen und jetzt sieht man, das eine Loch sieht sehr groß aus und das andere Loch ist fast verschwunden, dadurch, dass ich das verschränkt abgestrickt habe. Aber wie gesagt, das ist normal und in Ordnung und da muss man sich nicht wundern und muss sich keine Sorgen machen. So, das ist jetzt meine erste Nadel von der dritten Runde. Jetzt das gleiche nochmal. Ein Umschlag, eine Masche rechts verschränkt, eine Masche links und dann kommt die Abnahme. Und wie gesagt, wenn man das jetzt noch nicht so gut sieht mit der Abnahme, da kann man dann auf dem Chart gucken und dann kann man im Prinzip mitzählen, wie viele Maschen zwischen Umschlag und der Abnahme liegen. Beziehungsweise man kann dann, wenn man sich den Chart ausdruckt oder abmalt, kann man dann auch immer Striche auf dem Zettel machen, wo man gerade ist, damit man den Überblick nicht verliert. Aber ich bin relativ sicher, dass wenn ihr das ein paar Mal gestrickt habt, dann kriegt man ein Auge dafür, wie das aussieht und dann funktioniert das ganz gut. Ich mache jetzt noch diese Nadel zu Ende und noch die erste Nadel von der nächsten Runde und ich denke, dann dürfte das eigentlich schon soweit klar sein.
Dann zeige ich noch mal ganz kurz meine angefangene Stulpe im Vergleich zu der fertigen, einfach, dass ihr das noch mal seht. Und ich denke, dann könnt ihr einfach loslegen und euch kurze oder lange, dicke oder dünne Armstulpen stricken und hoffentlich viel Spaß mit dem Muster haben. So, jetzt kommt also die, ich glaube, 4. Musterrunde. Und da ich jetzt eben den Umschlag rechts gestrickt habe, weiß ich, dass ich jetzt nach meinem Umschlag den Umschlag links abstricke. Dann habe ich meine rechte Masche, habe die linke Masche und hier ist jetzt die Abnahme, die rüberläuft. Dann stricke ich 2 Maschen rechts verschränkt zusammen. Ups, und dann muss ich natürlich aufpassen, dass nach der Abnahme, das wechselt natürlich auch ab, ob ich dann links oder rechts weiter stricke. Das kann man in der Strickschrift gucken, aber das, denke ich, sieht man ganz gut an seinem eigenen Strickstück, wie es an der Stelle weitergeht. Und abgerutscht. So, rechts verschränkt, links, rechts, links und noch die letzten 3 Maschen. Und so, also wenn ihr jetzt aus Versehen, sage ich mal, oder aus Gewohnheit angefangen habt, das Bündchen mit 1 rechts, 1 links zu stricken, statt 1 links, 1 rechts, dann kann man das entweder verschieben oder man fängt das erste Muster anders an, das ist nicht schlimm. Aber wenn jetzt eine Musterwiederholung fertig gestrickt ist, dann kann man einfach die nächste anfangen und muss nichts verschieben. Und deshalb hatte ich das jetzt so aufgeschrieben. Und wenn ihr jetzt guckt, das ist jetzt der Anfang hier des Musters und das ist genau diese Ecke hier, wo man eben auch so dieses große Loch sieht. Und dann kommt immer im Wechsel ein kleines, was verschwindet und dann wieder so ein großes. Und nachher gibt das aber im Gesamtbild dieses schöne geschwungene Muster. Und ein Chart geht immer genau bis hier, beziehungsweise bis hier. Und da muss man dann gucken, wenn man den nächsten Chart anfängt, dann sind die ersten 2 Maschen, die man zusammenstrickt, das ist dann ein Umschlag und eine Masche. Das ist ein bisschen mühsam, aber wenn man da ein bisschen probiert, kriegt man das hin. Und ich habe jetzt bei dieser kurzen Stulpe, habe ich den Chart 3-mal gestrickt. Das sind dann im Prinzip 1,5 von diesen Muscheln. Und dann kommt man mit 50 Gramm in dieser Stärke für ein paar Stulpen hin. Und wenn man lange Stulpen stricken will, dann kann man mit der gleichen Garnmenge 6 Wiederholungen stricken. Und dann hat man so eine lange Armstulpe, wo man den ganzen Arm reinstecken kann. Und ich hatte euch eben ja schon die dünne Stulpe gezeigt aus dem Lace Garn. Das ist aus Alpaka Lace Garn von Hansa Farm. Und da habe ich auch 6 Musterwiederholungen gestrickt. Also im Prinzip 3 von diesen Muscheln. Und ich habe in der Breite 4 mit 4 Nadeln gestrickt. Das heißt, ich habe 16 Maschen mehr gehabt, dass ich dann insgesamt mit 64 Maschen gestrickt habe. Und habe dann so eine schöne, zarte, dünne, aber trotzdem warme Stulpe gestrickt. Ja, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, ihr habt es verstanden und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Stricken der Stulpen. Bis dann, tschüss!